The Scapers bei Oase. 3 Aquascaper, ein Ziel. Das verstaubte Image von Omas und Opas Aquarium aufzupolieren. Zeitdruck, unerwartete Herausforderungen, eingeschränktes Budget. Am Ende ein fertiges Scape stehen zu haben, ist unter diesen Umständen die wahre Challenge. Willkommen hier zu unserer Diskussionsrunde. Ich denke, ihr wisst noch nicht alles, was euch hier so erwartet, aber wir wollen einmal starten und ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen und einfach mal so erstmal fragen, Aquascaping, was ist das eigentlich? Fängst du mit einer philosophischen Frage an? Das ist eine sehr philosophische Frage und ich glaube, man kann da sehr viel zu erzählen, aber generell, der Erste, der jetzt so auf Aquascaping klickt, wie würdet ihr das in ein paar Sätzen erläutern? Worum handelt es sich da? Was verbirgt sich dahinter? Also ich glaube, wenn jemand zum allerersten Mal den Begriff bei Google eingibt, das, was er dann sieht, das würde ich beschreiben als besonders ästhetische Aquaristik oder ein besonders hübsches Aquarium. Dass das vielleicht erstmal so der Grundgedanke ist, den man erkennt, wenn man einen Aquascape zum ersten Mal sieht. Da steckt halt meistens noch ein bisschen mehr dahinter. Zum Beispiel, dass bestimmte gestalterische Regeln aufgenommen werden, dass man versucht, bestimmte Sachen nachzubilden, die man vielleicht in der Natur gesehen hat. Man versucht, eine Bergkette nachzubauen, man versucht, eine Waldlichtung nachzubauen oder so. Man versucht also so ein bisschen die Natur, die man um sich herum sieht, einzufangen und unter Wasser möglichst passend nachzubilden. Würdet ihr sagen, das differenziert sich, wenn man so ein normales Aquarium im Kopf hat, so ein bisschen dahingehend, dass das normale Aquarium eher meistens ja ein bisschen flacher gestaltet ist, dann werden die Pflanzen eingesetzt und so wie man das typisch aus den 80er Jahren kennt, eben einfach durch den Aspekt der Naturaufnahme und dieser Szenennachstellung? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also das ist halt tatsächlich so, ich finde es immer ganz schön, wenn man Leuten halt, die nie eine Berührung mit hatten, erklärt, wenn die erstmal an Aquaristik denken, weil wenn man sagt Aquascaping, das hat mit Aquarien zu tun, dann ist es doch bei sehr vielen halt genau dieses Bild, was im Kopf irgendwo ist, ein Aquarium, wo irgendwie ein paar Fische vor sich hin schwimmen, oft halt etwas ungepflegt, angestaubtes Image, Pflanzen, die gehen doch immer kaputt. Also es ist tatsächlich oft leider ein sehr negativ behaftetes Hobby, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe, weil dem gar nicht so ist. Und wenn man den Leuten tatsächlich mal zeigt, was ein Aquascape eigentlich ist, habe ich zum Beispiel auch noch niemals erlebt, dass jemand gesagt hat, oh, das gefällt mir aber gar nicht. Also es ist tatsächlich so ein Augenöffner, was überhaupt Aquaristik sein kann. Also das bedeutet, dass die meisten Leute denken wirklich halt, okay, das ist ihnen gar nicht bewusst, was unter Wasser möglich ist. Und das Schöne ist halt, dass man halt super kreativ sein kann. Also man kann eigentlich nahezu alles unter Wasser nachstellen mittlerweile. Also ob das wirklich natürliche Landschaften sind, wie es in der Natur vorkommt, was man eventuell beim Spaziergang in den Bergen oder im Urwald oder wo auch immer aufgenommen hat. Es können aber auch total fiktive Landschaften sein, zum Beispiel aus Avatar oder aus irgendwelchen Dschungelbuchfilmen oder irgendwie sowas, wo man sagt halt, das ist irgendwie eine Inspiration. Und das Schöne ist halt, es gibt so viele Pflanzen und Materialien, dass es halt einfach schier unendliche Möglichkeiten irgendwo bietet. Und das ist das, was mich halt so fasziniert, dieses Zusammenspiel von natürlichen Materialien, Pflanzen, Tieren, was für mich halt einfach diese Faszination Aquascaping auch ausmacht. Ich darf sagen, ihr alle 3 seid ja Aquascaper, ihr lebt auch von dem Aquascapern. Würdet ihr euch auch selber so als Künstler bezeichnen? Auf jeden Fall. Ja. Um auf die vorherige Frage noch kurz einzugehen, ich würde das einfach mal so zusammenfassen. Adri hat es auch schön gesagt, Aquaristik allgemein hat so ein bisschen so, persönlich nicht negativ behaftet, aber dieses Eingestaubte. Ich würde sagen, Aquascaping ist die moderne Aquaristik. Das war mal eine Nische in der Aquaristik vor 20 Jahren, als Amano das angefangen hat. Vor 10 Jahren war das irgendwo ein Trend und ein Zugpferd der Aquaristik. Aber jetzt, 2023, ist es die moderne Aquaristik. Es ist so, egal wo man hinguckt, Homepages, Verpackungen, Kataloge, Print, man sieht diese alten Aquarien fast gar nicht mehr. Das ist nur noch in den Köpfen von den Leuten. Ich habe das nämlich mal mir den Spaß gemacht. Habe mal versucht, so ein altes, klassisches Aquarium online zu finden, um jemandem den Unterschied zu zeigen, weil ich wollte so ein Bild finden. Gibt's was gar nicht mehr. Du suchst nach Aquarien,
Du findest fast nur noch so wirklich gescapte Sachen. Einfach um zu transportieren, wie es aussehen könnte und Genau. wie schön dieses Hobby und wie modern es auch mittlerweile Ja, es ist geworden wirklich ist. sehr modern mittlerweile geworden. Das ist so ein Bild bei manchen Leuten noch im Kopf, was irgendwie rausformatiert gehört. Und ich glaube, jeder, der wirklich eben diese moderne Aquaristik betreibt, das ist auf jeden Fall, da ist er irgendwo ein Stück weit Künstler. Ja. Ja. Wir hören sehr häufig so die Trennung zwischen Einstiegsaquarium, dann Hobbyisten und dann Scapern. Würdet ihr diese Trennlinie auch irgendwo ziehen oder würdet ihr das gar nicht so groß machen, weil am Ende des Tages geht es um Lebewesen im Aquarium halten, es geht um Pflanzen, oder würde man einfach nur sagen, der Grundgedanke ist derselbe, aber der Fokus ist vielleicht ein anderer? Ich kann mir vorstellen, dass der Grundgedanke ist insofern ähnlich, als dass man ein Aquarium zu Hause haben möchte. Ich glaube, die Unterscheidung ist darin, wie viel persönliche Leidenschaft man dann wirklich am Ende da reinlegt. So dieses, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, dieses klassische Aquarium, was noch in den Köpfen vieler Leute drin ist, das ist eher etwas ungepflegt, weil sich auch niemand darum kümmert dann. Und das ist bei einem Aquascape nicht so. Also man muss schon ganz klar sagen, damit ein Aquarium so aussieht, wie man das dann gerne hätte, dafür steckt dann auch Arbeit da drin. Also es ist sicherlich kein Hobby, wo man jetzt sagt, okay, ich stelle mir das einmal hin und einmal im halben Jahr gehe ich da mit dem Schwamm durch und das war's. Also da steckt halt regelmäßige Pflege drin, die natürlich dann jemand auch gerne machen möchte, gerne machen sollte, damit es am Ende auch so bleibt. Ansonsten sieht es halt auch wieder ungepflegt aus. Wenn das jetzt so jemand hört, der gerade zu Hause sitzt und sich mit diesem Hobby beschäftigen möchte, meint ihr, es wird manchmal auch vielleicht als zu schwierig dargestellt? Was kann man den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen, um dieses Hobby, um diesen Einstieg da drin zu finden? Würdet ihr Leute eher ermutigen oder würdet ihr einfach sagen, also das ist schon sehr, sehr schwer und das dauert sehr lange und die Pflege ist absolut aufwendig. Das ist ja sowas, was manchmal einfach transportiert wird. Also gar nicht. Würde ich überhaupt nicht machen wollen, weil abschrecken soll es nicht. Das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr schönes Hobby. Es ist halt so, es gibt verschiedene Aspekte, die man beachten sollte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man hat halt mit lebendigen, also mit Tieren, aber auch mit lebendigen Organismen wie Pflanzen zu tun halt. Man muss sich logischerweise schon ein kleines bisschen da einlesen. So, und es gibt halt viele gute Möglichkeiten, doch den Start zu finden, sei es über verschiedene Foren, sei es über verschiedene Facebook-Gruppen, Instagram, sonst irgendwas, dass man halt auch Inspiration sich da erstmal holt. Und viele, da scheitert es halt einfach, die sagen, oh, das kriege ich niemals hin. Es ist aber überhaupt keine Schande, sich ein Aquascape rauszusuchen, was einem gefällt und das auch einfach nachzubauen. Also es gibt halt die Möglichkeiten, dann Pflanzenlisten zu kriegen, Materiallisten halt, und dann fängt man nachzubauen. Es wird sowieso niemals 1:1 eine Kopie werden, weil halt die ganzen Materialien halt Naturmaterialien sind. Das bedeutet, jeder Stein ist anders. Es gibt halt keine zwei Steine, die gleich sind, außer man hat vielleicht einen runden Kieselstein, das ist dann schon sehr ähnlich, aber bei den Hölzern sieht es genauso aus. Und es gibt natürlich die tolle Flexibilität, dass man halt auch sich sein eigenes Hardscape, also sprich Hölzer, Steine, für den, die es halt, der Begriff Hardscape noch nichts sagt, selbst zu bauen. Also das bedeutet, man kann eigentlich niemals die Wurzel kaufen, wo man sagt, jetzt die ist es, die ist perfekt. So, man fängt an, durch kleine Wurzeln dazuzusetzen, sich seine Traumwurzel halt irgendwie selber zu bauen. Das geht bei den Steinen halt ganz genauso. Und das ist halt dieses Kreative, dieser Schaffensprozess, der irgendwo dahinter steht. Und ich denke, wenn man sich damit befasst, kann das eigentlich, ja, doch jeder. Man muss sich nur damit halt irgendwo beschäftigen. Man muss gucken, wo man seine Ideen herholt, wo man seine Materialien herbekommt. Und ich würde jedem, der damit anfangen möchte, nicht sagen, dass es super schwierig ist. Es ist halt wichtig, sich vorher genau zu informieren, damit man halt auch wirklich Spaß dauerhaft dran hat, dass man sich eine vernünftige Technik dazu quasi gleich besorgt und erstmal langsam anfängt und gerne halt kopiert oder auch sagt, Mensch, ich bin gerne in der Natur, ich mache mir ein Foto von einem umgestürzten Baum und gucke mal, ob ich Pflanzen finde, die ähnlich aussehen und baue es halt nach. Von daher kann eigentlich jeder damit anfangen. Also neben dem Aspekt, dass wir natürlich mit lebenden Tieren arbeiten und da auch einen Fokus drauf setzen sollte, dass jeder, der anfängt, natürlich sich damit auch auseinandersetzt im Kopf, dass er nun das Tier auch eine Verantwortung für das Tier hat. Würdest du sagen, manchmal wird es auch verüberkompliziert, das Ganze? Oder sind schon alle Dinge, die so im Markt sind, berechtigt und müssen quasi eingesetzt und beachtet werden? Also
Ich glaube, Aquaristik war noch nie so einfach wie jetzt. Es gibt einfach so eine Hülle und Fülle an Möglichkeiten, sich zu informieren, wie Adri gesagt hat, also wirklich im Internet, YouTube mittlerweile, wirklich so viel Information, auch auf Deutsch, wirklich absolut einfach erklärt. Also wie, ich weiß nicht, wie in so einer Kochsendung, ja, kann man da einem Aquascaper zugucken, wie er das Aquarium einrichtet, wirklich Schritt für Schritt nachmachen. Also wenn man dann jemanden sieht, der, ich sag mal so, eine gewisse Autorität hat und, wie soll ich sagen, wo man auch die Endergebnisse dann verfolgen kann bei demjenigen. Man sieht, was er erzählt, das hat Hand und Fuß. Dann kann man einfach das nachmachen. Und es gibt mittlerweile, würde ich sagen, also kaum noch irgendwie schlechte Produkte. Ja, also das, was so gängig ist eigentlich fast durchweg alles irgendwie gut, lässt sich gebrauchen. Klar gibt es natürlich Unterschiede, ne? So eher so Einsteigersachen und Premium, ja? Aber man kann einfach schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Man sollte natürlich aber auch, wie soll ich sagen, sich realistische Ziele setzen, weil wenn man gerade im Internet sucht und guckt, man findet bei der schon erwähnten Inspiration Werke von Leuten, die 20 Jahre nichts anderes machen, die ihre Aquarien quasi auf den Punkt hochgezüchtet haben, um dieses eine Foto zu machen, weil die an einem Wettbewerb teilnehmen. Da findet man wirklich die schönsten Fotos von solchen Wettbewerben. Das sind alles Momentaufnahmen. Ja, das heißt, das kann vielleicht ein bisschen in die Irre führen. Da würde ich eher jemanden gucken, also eher im Videoformat das Ganze angucken. Dann sieht man halt auch so eine Entwicklung des Ganzen und nicht irgendwie ein Foto, was vielleicht retuschiert wurde, was bearbeitet wurde, wo wirklich so, ja, wie auf so einem Hochglanzcover, das entspricht ja auch leider manchmal nicht der Realität. Und da sollte man sich einfach realistische Ziele setzen. Ich gebe da immer ganz gerne so einen 3-Schritte-Plan vor. Als erstes sollte man lernen, einfach die Pflanzen am Leben zu erhalten. Ich spreche noch gar nicht von den Tieren. Und diese Pflanzen zum Wachsen zu bringen. Ja, der nächste Schritt ist, so diese Algenphase überwinden, überhaupt Algen in den Griff zu kriegen, dass die erst gar nicht aufkommen oder wenn, dann, dass man sie quasi unterdrückt und dass die werden nie ganz verschwinden, die sind in der Luft eigentlich. Ja? Aber dass die Bedingungen nicht aufkommen, dass die, wie soll ich sagen, so übertrieben, dass die dominieren, ja? Dass das halt nicht passiert, das ist Punkt 2. Und erst der dritte Punkt ist dieser Fokus auf dieses, ich sag mal so, künstlerische, ästhetische, dass man dann anfängt, sich auf irgendwelche Aufbauten, auf irgendwelche Landschaften zu fokussieren. Wenn man diese Reihenfolge beibehält, glaube ich, dann kann jeder Anfänger wirklich sehr viel Spaß mit dem Hobby haben. Ich denke, da ist auch wichtig, dass halt diese ganze Kreativität, die dahinter steckt und das Künstlerische, das ist ja auch viel Erfahrung. Also wenn man noch nie Modellbau gemacht hat oder sowas, dann wird man natürlich nicht beim allerersten Versuch einen Aquascape mit einer besonderen Tiefenwirkung oder einer besonders dargestellten Landschaft hinkriegen. Aber das war bei uns allen ja nicht anders. Also unsere ersten Aquarien mit dem zu vergleichen, was wir jetzt machen, ist auch hinfällig irgendwie. Und das wird bei jedem so sein. Also da muss man auch einfach ganz klar sagen, so, man kann ja auch ein Aquarium ab und zu mal neu machen. Man kann sich vielleicht ein zweites Aquarium hinstellen. Muss ja noch nicht mal ein großes sein. Es gibt Aquarien mit 10, 20 Litern, in denen man auch sowas üben kann. Man muss ja vielleicht auch gerade zum Üben das Aquarium ja auch gar nicht betreiben am Ende. Man kann auch erstmal nur diesen künstlerischen Aspekt üben und dann kommt gar kein Wasser rein, gar keine Pflanzen rein, einfach nur damit man es mal gemacht hat. Also diese Erfahrung, die kann man natürlich niemandem nehmen und die kann man auch nicht einfach nur, also die lernst du nicht durchs Video gucken, das musst du gemacht haben. Aber das ist ja gleichzeitig auch der Spaß daran. Da hast du, glaube ich, auch einen ganz guten Punkt. Wenn wir so Aquaristik oder wenn man mal so ein bisschen hört, sich umhört, dann hat man ganz oft so diese Meinung, Aquarium habe ich auch schon mal gehabt, aber ich habe das Hobby wieder verlassen, das war zu kompliziert, ich habe aufgegeben. Glaubt ihr, dass da manchmal zu schnell aufgegeben wurde? Glaubt ihr, man hat sich schlecht informiert oder glaubt ihr, man wird auch vielleicht manchmal schlecht informiert? Habt ihr eine Idee zu, was so die Beweggründe zu solchen Aussagen sind? Also man wird in erster Linie tatsächlich oft halt von Angeboten irgendwo geleitet. Man kommt zum Beispiel irgendwie ins Zoofachgeschäft oder man schaut auch online und es geht mir in der Regel, ist bei allen Sachen immer so, wenn man mit irgendwas neu anfängt, versucht man erstmal günstig anzufangen. Das bedeutet halt, man gibt nicht gleich mehrere 100 oder vielleicht sogar 1000 Euro für Sachen aus, sondern guckt mal, was ist möglich halt da irgendwie für kleines Geld zu bekommen. Und dann gibt es natürlich halt diese typischen Standard-Anfängersets, die kennen wir alle, denke ich.
die halt eine ganz tolle Verpackung haben. Da ist ein Aquarium drauf abgebildet, was ein Traum ist. Und man gibt da eigentlich falsche Tatsachen vor. Und mit diesem Aquarium, mit diesem Setup, wie das ist es nahezu unmöglich, so ein Aquarium wie auf der Verpackung abgebildet ist, jemals da drin hinzubekommen. Und davon lassen sich natürlich viele blenden. Also wenn ich anfange, natürlich irgendwie ein Aquarium einzurichten und der Filter ist zum Beispiel zu klein, die Beleuchtung ist viel zu schwach. Da ist natürlich der Frust ganz schnell groß, wenn man dann dazu noch nicht mal eine richtige Beratung bekommt und man fängt an, Pflanzen zu kaufen, die halt ohne CO2 nicht vernünftig wachsen, wo halt nicht informiert wird, dass die auch eine gewisse Düngung benötigen, weil die müssen ja irgendwie auch wachsen können. Und dieses Einsteigerset es einfach überhaupt nicht zulässt, das ist schon mal ein ganz großes Problem. Ich würde es zum Beispiel tatsächlich begrüßen, wenn mal so ein Einsteigerset einfach mal beistehen würde, was auch eine Anfängerpflanze ist für die Leute. Damit die wirklich wissen, okay, mit diesem Aquarium kann ich Anubias, Cryptocorin, Fahne, das funktioniert hier drin. Also wirklich realistisch, dass die Leute einfach anfangen, weil auch eine einfache Pflanze heißt ja nicht, dass sie nicht hübsch ist. Die ist durchaus sogar sehr attraktiv. Und das ist halt das, was schwierig ist. Da ist ein Aquarium drauf, ist ein Iwagumi mit Himianthus drauf oder ähnliches. Man sieht allein auf dem Foto schon, dass dieses Aquarium strahlt. Da ist super viel Licht drauf und das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist was natürlich die Leute dann ganz schnell frustet. Und so verliert man Leute, die halt eventuell ins Hobby gekommen wären. Aber dadurch, dass sie sofort mit einem Misserfolg starten, weil dieses Produkt oder dieses Set einfach absolut nicht funktioniert, sind die genauso schnell wieder weg und in der Regel kommen die auch nicht wieder. Also das bedeutet halt, ich möchte nicht wissen, wie hoch diese Ziffer Jahr für Jahr ist. Die Leute, die sagen, die fangen damit an, scheitern, sagen, Aquaristik, das ist nichts, macht keinen Spaß, es funktioniert nur nicht. Die sind weg, die sind verbrannt. Wenn ich jetzt reingehen würde als Hersteller und würde sagen, ich mache gleich ein Set, was halt funktioniert, das ist dann auch vielleicht ein paar Euro teurer, dann wird das definitiv besser funktionieren. Also auch die Zoofachverkäufer, die dann auf ein besseres Produkt hin beraten, das wäre schon wünschenswert, aber es ist halt so, dieses Standard-Einsteiger-Set ist ein Mitnahmeding. Das testet man und weiter. Hört es dann leider halt auch oft von der Beratung her da schon komplett auf. Die nehmen irgendwelche Pflanzen mit und dann war es das. Also von daher würde ich mir wünschen, hochwertigere Becken gleich mit anzufangen, sich zu informieren im Vorfeld, zu sagen auch, okay, was kostet mich das ungefähr, damit ich Erfolg habe. Und dann ist man natürlich weit von diesem Einsteiger-Set halt entfernt. Aber man wird dann definitiv auch Spaß damit haben, weil es halt funktionieren kann. Natürlich kann ich immer noch selber eine Menge falsch machen, wenn ich mich nicht informiere. Das ist natürlich dann auch meine eigene Leistung, die ich irgendwo bringen muss, mich auch zu informieren, wenn ich das wirklich machen möchte und nicht einfach blind drauf loszurennen und zu kaufen, sondern erstmal zu wissen, was brauche ich überhaupt. Also wir lernen und hören daraus, Information ist quasi der Schlüssel zum Erfolg, denn dass das funktioniert, dieses tolle Hobby, da seid ihr ständig der lebende Beweis, wenn man eure Kanäle verfolgt und eure Resultate und so weiter seht und natürlich auch von ganz vielen anderen. Da sieht man ja, dass Aquaristik heute wirklich kein Hexenwerk mehr ist, dass wirklich eine Vielzahl auch in den letzten Jahren, wie ich finde, ja an neuen Pflanzen und Varianten im Prinzip hinzugekommen ist. Das ist ja explosionsartig weitergekommen. Dadurch hat man aber natürlich auch irgendwie verschiedene Levels erreicht von schwierigeren Pflanzen, weil die Technik ist irgendwie mit hinzugekommen. Die Lampen wurden besser, also alles wurde verbessert, der Dünger wurde quasi ein bisschen optimaler eingestellt. Es gab dann auf einmal NPK-Dünger, wie auch immer, ich wollte es ja nicht kompliziert hier halten, aber dadurch war es halt auch irgendwie möglich, neue Pflanzen zu pflegen. Und jetzt haben wir eine Vielzahl an Produkten und Pflanzen und Fischen im Markt, aber sie sind halt nicht für jeden vielleicht geeignet. Wenn man es einfach halten möchte, kann man das vielleicht so sagen, dass man dadurch sich ein bisschen besser auch vielleicht informieren muss, ob das Produkt oder ob das Lebewesen oder die Lebewesen und die Produkte irgendwie harmonieren? Ich glaube, es werden zwei Fehler gemacht von vielen, die zum ersten Mal quasi mit der Aquaristik was zu tun haben oder in das Hobby einsteigen. Ich glaube, Fehler Nummer 1, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, also man setzt sich zu hohe Ziele und wenn man diese Ziele nicht erreicht, dann ist man enttäuscht und dann verlässt man es wieder. Das ist wie, ich weiß nicht, ich bin noch nie ein Einrad gefahren, ja, und ich nehme mir jetzt sofort vor, mit einem Einrad irgendwie, ich weiß nicht, ein Radrennen zu fahren. Ist jetzt absurd, aber ne? So, ich sollte mir ein kleines Ziel vornehmen, überhaupt mal 1 Meter, ja, oder überhaupt auf der Stelle auf diesem Einrad fahren zu können. Und da sage ich lieber klein, aber fein. Ne? Ich hole mir lieber ein kleineres Aquarium fürs gleiche Geld, habe aber dann von meinem Budget, was ich im Kopf oder im Geist oder was ich einfach bereit bin auszugeben, mehr zur Verfügung und für dieses kleine Aquarium eine bessere Technik zu holen, die halt stärkeres Licht,
einen besseren Bodengrund, vielleicht eine CO2-Düngung, einfach mehr Pflanzen. Ja? Und dann sind einfach, wie soll ich sagen, so die Variablen oder die Weichen sind einfach besser gestellt, sodass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich mit Erfolg habe. Und wenn ich mit dem ersten Aquarium Erfolg habe, dann bleibe ich auch eher dabei. Also es ist schon wahr, dass ein großes Aquarium in der Theorie stabiler ist, was seine Wasserwerte angeht. Aber du hast selber auch schon den technischen Fortschritt angesprochen, der natürlich in den letzten Jahren auch passiert ist und der fand in der Aquaristik genauso statt. Und da man sich ohnehin mit dem Thema Aquarium hier auseinandersetzen muss, wenn man damit anfängt. Ob ich das jetzt auf ein großes oder ein kleines Aquarium anwende, ist im Endeffekt egal. Und danach hat Justus nämlich völlig recht. Du kriegst einfach für das gleiche Geld an meinem kleinen Aquarium natürlich hochwertigere Sachen, an denen du vielleicht auch selber einfach mehr Spaß hast. Denn was ja auch ein Punkt ist, es muss einem ja auch selber Spaß machen, an dem Aquarium zu arbeiten. Und wenn das vielleicht etwas ist, was einem auch optisch vielleicht gar nicht so zusagt, das Aquarium hat dann vielleicht einen Deckel, den man gar nicht so schön findet, dann geht man eben auch nicht so gerne da dran und macht da nicht so wirklich was mit. Und da wäre ich nämlich persönlich auch dabei zu sagen, dann nimm lieber ein kleineres, aber das, was dir wirklich gut gefällt. Weil dann hast du auch mehr Spaß, ganz am Anfang schon zu sagen, ja, aber jetzt mache ich doch mal was da rein, jetzt kümmere ich mich auch darum, weil das sieht jetzt schon gut aus, ich möchte, dass das auch so bleibt, ich möchte, dass das auch weiterhin gut aussieht. Und weiterer Vorteil, ein kleines Aquarium, dadurch, dass eben der Inhalt dann auch nicht so teuer ist es auch mal schneller, mal eben gemacht zu sagen, das gefällt mir nicht mehr, was ich da drin habe, ich glaube, das kann ich besser mittlerweile. Dann mache ich es einfach neu, dann mache ich es nochmal besser. Abschließend vielleicht noch, wenn sich jemand mit den Gedanken trägt, wo würde euer Startpunkt sein? Also wo sollte er sich als erstes, neben natürlich unser Format jetzt gucken, der erste Punkt sein, sich über dieses Hobby Informationen einzuholen? Was wäre der erste Schritt? Ich würde tatsächlich immer gucken, ich würde als erstes wirklich im stationären Fachhandel anfangen. Klar, es gibt ganz viele Online-Plattformen und so, wo man ganz tolle Informationen kriegt. Das kann aber tatsächlich für den Anfänger auch zum Teil ab und zu ein wenig verwirrend sein. Weil natürlich sehr, sehr viele Wege nach Rom führen. Und das ist bei der Aquaristik auch so. Also es kann halt wirklich sein, dass man ein Aquarium halt letztendlich relativ ähnlich zu, zum Beispiel, wenn wir das untereinander haben, dass wir sagen, Mensch, wir machen mal jeder ein gleiches Aquarium, wir nutzen die gleichen Materialien, in Kilo abgewogen, gleichen Bodengrund, gleiche Pflanzen. Wir haben das bei uns zu Hause. Und trotzdem werden sich die Becken wahrscheinlich komplett unterschiedlich entwickeln. Es wird eventuell ganz andere Probleme bei dem einen geben als beim anderen. So, und deswegen würde ich immer sagen, um es möglichst auch einfach zu halten, man sucht sich einen Händler des Vertrauens. Also wirklich gucken, dass man sagt, Mensch, das sieht erstmal ordentlich aus. Man merkt, da ist irgendwo eine Fachexpertise, dass man halt da auch sagt, okay, ich fühle mich auch wirklich gut beraten. Und ich würde ruhig auch erstmal ein paar Mal in den Laden reingehen. Ich würde da nicht sofort mit den Gedanken reingehen, jetzt kaufe ich. Sondern ich würde da hingehen, würde mir das mal angucken, würde dann mal das Ganze ein bisschen sacken lassen, würde ich mal informieren, was er da so hat. Vielleicht auch mal ein bisschen gucken, sind das zum Beispiel Schauaquarien. Finde ich persönlich mal ganz schön. Also wenn ein Zoofachgeschäft Aquarien da hat und die einfach furchtbar aussehen, dann würde ich halt da sagen, okay, die Fachexpertise zu einem Pflanzenaquarium wird ja vielleicht nicht ganz so gut sein. Es kann natürlich auch sein, dass es gerade gestartet ist, dann kommt zum Beispiel so eine Algenphase, das kann immer passieren, aber man kann doch schon sehen, sieht das gerade gesund aus oder macht das gerade einen sehr, sehr traurigen Eindruck. Und ich denke, wenn man da dann den richtigen Laden gefunden hat, vielleicht auch sogar am besten ein richtiges Aquaristik-Fachgeschäft, dass man sagt, okay, gar nicht mal jetzt unbedingt so eine Kette halt oder einen Laden, wo halt quasi alles ist, sondern vielleicht, wenn der sich wirklich richtig auf Aquaristik spezialisiert hat, dann weiß man, okay, die machen halt auch einfach nichts anderes. Das ist deren täglich Brot und das ist das, worauf die sich spezialisiert haben. Und dann kann man davon ausgehen, dass da halt Fachwissen ist. Und dann lässt man sich da mal beraten, guckt sich das mal an, geht mal ins Gespräch von wegen, was man auch vielleicht möchte, guckt sich mal an, was es für Materialien gibt, was es für Aquarien gibt, wo wir dann auch wieder dabei werden, von wegen vielleicht, dass man erstmal mit etwas Feinem, Kleinen anfängt und nicht gleich sagt, okay, ich möchte jetzt gleich ein 600 Liter Aquarium, weil das ist meistens halt schon auch preislich natürlich ein ganz anderes Kaliber als zum Beispiel irgendwie ein schönes 20 oder 30 Liter Aquarium ist. Guckt sich die Pflanzen an, was einem gefällt. Befasst sich auch mal mit Pflanzen, weil gerade bei Pflanzen gibt es halt ganz viele Variationen halt, was groß, was klein wird. Man guckt zum Beispiel in das Pflanzenbecken und denkt, auch die ist ja niedlich klein, kann aber trotzdem eine Hintergrundpflanze sein, die nachher 50 cm hoch wird. So. Und das sind so Fehler, die halt, glaube ich, viele am Anfang halt machen, dass sie halt sich zu wenig beraten lassen und gar nicht gucken und einfach gucken, oh, das gefällt mir, setzen das nachher ein und dann passt das halt nicht. Und dafür ist dann halt der Verkäufer da, der sagt so,
nehme den mal in die Hand. Das zum Beispiel sind Vordergrundpflanzen. Wir haben hier eine Kategorie. Die Pflanzen sind halt oft in so ein Ampelsystem irgendwie unterteilt, dass man sagt, okay, das ist einfach, mittelschwer, schwer. Das ist halt von grün über gelb nach rotes halt und sich dann steigert. Dass man auch weiß als Anfänger, okay, vielleicht bleibe ich erstmal bei den grünen Pflänzchen halt, bei der grünen Kategorie. Das ist halt alles Pflanzen, die einfacher im Handling sind. Und dann fängt man vielleicht auch gleich nicht unbedingt mit dem Diskusfisch an, sondern fängt vielleicht erstmal mit irgendwie ein paar Salmen oder ähnliches an. Natürlich immer passend für das Aquarium, das ist immer ganz klar. Aber da wird man oder sollte man definitiv dann an die Hand genommen werden. Und deswegen finde ich nach wie vor den stationären Einzelhandel oder Fachhandel nach wie vor noch immer einen sehr, sehr guten Anlaufpunkt und besser, glaube ich, als einfach in Öl loszurennen und in irgendeinen Online-Shop blind zu bestellen. Außer ich weiß, was ich haben möchte. Dann sieht das natürlich wieder anders aus. In der nächsten Folge. Ich glaube, wir könnten über dieses Thema noch stundenlang quatschen, aber wir wollen natürlich heute auch noch was bewegen, was machen. Wir sind ja, oder ihr seid vornehmlich zum Skaten hier und deswegen würde ich jetzt sagen, wir gehen zum nächsten Punkt, nämlich ihr werdet jetzt einkaufen für euer Skate. Hier ist dein Budget, die Zeit läuft jetzt. Ja, das war's mit Folge 2 von The Skapers. So schnell kann es gehen. Und wenn ihr es nicht abwarten könnt bis morgen, wo es dann richtig losgeht mit Einkaufen, ihr habt es gerade gesehen, dann schaut euch doch gerne nochmal die erste Folge an. Ansonsten findet ihr hier den Link zur Playlist, wo ihr dann zukünftig alle Folgen zu sehen sein werden. Lasst auch gerne ein Abo und ein Like da, aktiviert die Glocke, ihr kennt das Spielchen, brauche ich euch nicht zu erklären. In der Beschreibung findet ihr noch mehr Informationen. Wenn es diese Folge noch nicht gerissen hat für euch, dann saugt es auf in euch über unsere Homepage. Ihr findet den Aquarium-Guide da, Informationen zu unseren Produkten etc. Tobt euch aus, würde mich sehr freuen. Aber auch in dieser Folge gilt wieder, lasst mich doch gerne wissen, war das für euch alles Neuland oder was wusstet ihr schon, was war vielleicht komplett neu für euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, viel Glück und bis Folge 3. The Skapers bei Oase.